Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Seit Tagen gibt es Gerüchte um die Neymar Flashback SBC und ja, seit einigen Tagen auch bestätigte Leaks und heute haben wir Neymar als Flashback-Spielerversion in den SBCs verfügbar. Wir schauen uns den Spieler an, vergleichen ihn auch mal mit der Goldkarte, die aktuell sogar günstiger ist als er, und wir schauen uns auch die SBCs an und werden sie natürlich auch gemeinsam lösen. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 250.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. 87 ist er bewertet und somit, ja, overall natürlich um einige schlechter. Aber wir schauen mal weiter. Die Stats sehen auf den ersten Blick schon mal richtig stark aus. Wir haben hier 95 Tempo, das ist schon mal ein bisschen schneller, aber dazu gleich mehr. Ansonsten 5 Sterne Skills, das ist gleich geblieben, das brauchen wir bei Neymar auch und das will auch jeder. Ansonsten, ja, hier müssen wir einen Abstrich ziehen. Schwacher Fuß 4 Sterne, da gab es einen Abzug. Arbeitsraten, die müssten gleich geblieben sein und ich würde sagen, bevor wir doch über die Stats sprechen, guckt euch das dynamische Bild an. Ich finde, das ist eine 12 von 10. Genau sowas wollen wir bei einer Flashback-Karte. Gerne mehr davon. Was mir auffällt, ist, dass wir enorme Ausdauer haben von 90. Ich glaube, das ist bei Neymar, bin ich das so gar nicht gewohnt. Und ich würde sagen, wir vergleichen die mal direkt miteinander, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt, für welche Karte ihr euch im Fall der Fälle entscheiden solltet. Damit rufen wir einfach mal Footbin auf und da haben wir beide quasi abgebildet. Wir haben hier Neymar Flashback und die normale Goldkarte. Die normale Goldkarte ist im Preis von 380.000 Coins in kürzester Zeit jetzt auf, ja, sagen wir mal knapp 200.000 Coins runtergefallen und somit günstiger als die Flashback-Version. Ich denke, wir befinden uns gerade noch im Panic Sale. Die Karte wird sich wieder ein bisschen stabilisieren. Vielleicht so im Preisniveau von 220.000, vielleicht auch 250.000, je nachdem sich die Community dazu entscheidet, die Neymar Flashback-Karte, ja, für gut zu befinden. Wir schauen uns mal, und das ist der wichtigste Punkt in meinen Augen, der Weak Foot, also der schwache Fuß. Hier hat die Goldkarte natürlich 5 Sterne, ansonsten die Ingame-Stats sind nahezu identisch von Total Ingame. Ansonsten Pace, ja, da ist die Flashback-Version besser. Auch die Schusswerte, ja, da sehen wir hier den Vergleich. Overall alles etwas besser. Und ja, jetzt geht es so Richtung Passen. Nur beim Elfmeter, da hat er das Nachsehen. Ansonsten Passwerte, da muss man ganz klar sagen, hat die Goldkarte ja, Oberhand und sticht die Flashback-Karte schon ein bisschen aus. Ansonsten hier auch Beweglichkeit und Balance ist deutlich besser bei der Flashback-Karte. Okay, das überrascht mich. Ja, Reaktionswert, Ballkontrolle, das ist, okay, was auch wichtig ist, Composure. Da haben wir hier 93 bei der Goldkarte. Das ist schon ein ordentlicher Abzug. Defending, das kann man vernachlässigen. Und bei der Physis, das ist eigentlich auch nochmal ein entscheidender Punkt, ist die Flashback-Karte besser. Von den Stats gesehen, würde ich sogar fast sagen, ist die Flashback-Karte besser, hat aber einen entscheidenden Nachteil und das ist wirklich der schwache Fuß. Da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt, der schwache Fuß in FIFA 22, der ist viel wert. Und ja, ich glaube, jeder Couch-Harald, der wird sich sagen, oh, Neymar, der sieht gut aus, schönes dynamisches Bild und spielt ihn. Und genau dieser Harald, der braucht den schwachen Fuß, weil er nicht darauf achtet, welchen er benutzt. Und dann ist es wirklich von Vorteil, einfach einen 5 Sterne schwachen Fuß zu haben und ja, sich darüber keine Gedanken zu machen. Okay, dann würde ich sagen, das war's erstmal. Und ja, ihr könnt mir mal gerne eure Meinung dazu hinterlassen. Das war jetzt nur ganz, ganz schnell meine Ersteinschätzung. Ich habe vorher über die Karte noch nichts gesehen. Die ist ja auch erst vor 10 Minuten erschienen. Und deswegen, ja, bin ich mal gespannt auf die ersten Reviews. Ich finde das dynamische Bild hervorragend. Die Stats in-game, die sehen auch super aus. Was halt wirklich schade ist, ist das mit dem schwachen Fuß. Okay, nicht so wild. Solltet ihr euch entscheiden, ich würde sagen, holt euch erstmal, gerade jetzt im Panic Sale, vielleicht ist ja auch schon der Rebound gewesen, dann wartet vielleicht noch mal ein bisschen ab, der Rebound, der kann noch mal ein bisschen
Das kann noch mal ein bisschen wieder nach unten droppen, wenn der Rebound dann gekommen ist. Und von daher wartet vielleicht ab, bevor ihr euch die Goldkarte ja, ergattert. Ansonsten, ich würde auf jeden Fall erstmal die Tradable-Version nehmen. Kauft euch auf dem Transfermarkt, wenn ihr Bock auf Neymar habt. Holt euch erstmal die Goldkarte und testet ihn dann erstmal aus. Okay, dann schauen wir uns das nochmal vielleicht so an. Dream Squad wird geöffnet. Bevor wir uns die Lösung nochmal anschauen, dann können wir das jetzt auch nochmal im Vergleich nochmal sehen. So, da haben wir hier die Flashback-Karte. Obwohl, machen wir so. Das geht nicht, da muss ich ihn einmal nochmal rausnehmen. Aber ist doch kein Problem. So, da haben wir die Flashback und hier haben wir auch keine Änderung bei den Trades. Das war wichtig. Das konnte ich jetzt hier anhand der Dings nicht sehen. Ansonsten hier, ihr seht den Unterschied. Ja, Ausdauer ist schon deutlich besser bei der Flashback-Karte. Ja, auch hier von den Arbeitsraten keine Änderung. Nur der schwache Fuß. Okay, das soll es erstmal gewesen sein mit der kurzen Analyse. Meine Empfehlung ist, wenn ihr Bock auf Neymar habt, dann, ja, wenn ihr vielleicht auch ganz, ganz viel Untrade-Futter im Verein habt, ja, dann gönnt ihn euch. Ist eine Karte aus vielen Sichtweisen, die man sich gerne mal in den Verein legen kann. Ansonsten probiert oder spielt einfach die Goldkarte. Damit macht ihr auf jeden Fall auch keinen Fehler. Neymar spielt sich immer sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, hier die Bedingungen in der ersten SBC. Brasilien mindestens einen Spieler. Team of the Week brauchen wir auch einen Spieler. Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 65 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt snipen. Ihr habt für diese SBC 14 Tage nach Release-Zeit, sie abzuschließen. Und danach ist Neymar in der Flashback-Variante weg. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 103.000 Coins. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Wir bekommen außerdem in der letzten SBC noch ein Pack im Wert von 20.000 Coins. Das seltene gemischte Spielerpack in der letzten SBC, ja, das hat auch einen Wert, aber ist natürlich nicht so von hohem Wert. Die Bedingung in der Ligue A SBC, wir brauchen einen Ligue A Uber Eats Spieler, also französische erste Liga. Team of the Week brauchen wir mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 86, Teamchemie 60 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 145.000 Coins. Lasst mich mal gerne wissen, für welche, beziehungsweise ob ihr euch entschieden habt, diesen Neymar in der Flashback-Version abzuschließen. Mich würde mal gerne eure Meinung dazu interessieren. Und ich finde ihn overall richtig stark. Ich mag einfach diese Flashback-Karten. Ja, also wer möchte, holt ihn sich, aber ich bin ganz ehrlich, man muss ihn nicht holen. Also man kann auch mit der Goldkarte spielen. Klar, Ingame-Stats sehen bei der Flashback-Karte besser aus, aber täuscht euch nicht, der schwache Fuß, der ist wirklich viel wert. Probiert vielleicht erstmal die Goldkarte aus und wenn ihr dann sagt, okay, Neymar, das passt zu mir, der passt gut in meinen Verein,
kann ich super verlinken. Wie auch immer, gut spielen lässt er sich natürlich, aber das ist ja auch immer ein persönliches Empfinden. Wartet vielleicht noch die ersten Reviews ab vom Dihan, vom lieben Smexy mit Ersteindruck, oder auch international gibt es da Inception, obwohl ich da sagen muss, der ist immer vielleicht ein bisschen zu schnell, hat noch nicht so viele Spiele mit ihm gemacht, der macht immer auf ganz, ganz schnell und deswegen wartet vielleicht erstmal ab, bevor ihr da eine Entscheidung fällt, denn 52.000 Coins, ja, das ist immerhin, das ist auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht wenig, und wenn ihr da vielleicht erstmal die Goldkarte habt, erstmal ein bisschen was ausprobiert, dann ist euch vielleicht damit ein bisschen besser geholfen. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte, und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne komplett kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.